BetterHelp. You deserve to be happy. Aber kann ich glücklich sein, wenn Facebook von meinen Suizidgedanken erfährt? Wenn ihr im englischsprachigen YouTube unterwegs seid, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal von BetterHelp gehört. BetterHelp ist laut eigenen Angaben der größte Anbieter von Online-Therapie, den es weltweit gibt. Es gab eine Zeit, da habe ich etwa täglich Werbung auf YouTube dafür gesehen. I wish I could just disappear. I wish this would end. BetterHelp, who's the sponsor of today's video, is a platform that is making therapy more accessible to people. Fake it till it feels normal. Counseling. Right on your computer, your tablet, your phone, you get access to a licensed, trained, experienced, accredited psychologist. Why don't you walk me through what happened? You basically sign up, you fill out a survey. The survey then matches you with somebody in their giant network. They have a huge network of like tens of thousands of licensed therapists. I had another panic attack earlier. Can we go over some more grounding techniques? And it's so easy. All you've got to do is go to betterhelp.com/DeFranco. You fill out a questionnaire, they match you with a counselor, and you can start counseling today. When you click the link, it tells BetterHelp that this ad is working. Im zweiten Quartal letztes Jahr soll es fast 2000 gesponserte Videos gegeben haben mit ihnen. Tatsächlich sind aber mittlerweile wieder einige davon offline. Aber warum? Und welche Relevanz hat das für uns hier in Deutschland? BetterHelp ist ein wunderschönes Extrembeispiel für Vertrauen und laut Berichten dem Missbrauch von genau demselben. Denn auch in Deutschland fängt BetterHelp gerade an, Fuß zu fassen. Und ich möchte in diesem Meinungsvideo auch deutlich davon abraten, wie ein Kommentator sagte, BetterHelp ist wie das Fastfood der psychischen Gesundheit. Und warum ich angeblich und Meinungsvideo so deutlich sagen muss, das hat dann auch am Ende einen ziemlich spannenden Grund. Wisst ihr, ich bin nun seit über 2 Jahren selbst in Therapie. Burnout, Depressionen, Panikattacken, ich habe darüber selbst berichtet. Aber ich bin nicht bei BetterHelp. Und das, obwohl man in Deutschland Monate auf einen Therapieplatz wartet, egal wie dreckig es dir geht. Und BetterHelp, auch wenn es etwas kostet, hat ja wirklich sehr gute Bewertungen im App Store. Man wird dort mit einem echten Therapeuten zusammengebracht, die genau zu den eigenen Erfahrungen passen. Das macht natürlich absolut Sinn, denn es kann gut sein, dass ein Therapeut und seine Art einfach nicht zu euch passen und dann müsst ihr wechseln. Das war bei mir auch so. Ich bin auch einmal gewechselt, also doppelte Wartezeit. Aber Therapie basiert auf einem Vertrauen. Dass alles, was darin besprochen wird, absolut vertraulich ist. Schweigepflicht, ihr kennt sie. Selbst weswegen man dort ist. Therapeuten würden euch normalerweise nicht mal auf der Straße grüßen, denn eben es gilt die Schweigepflicht. Warum? Weil man sich verwundbar macht, sobald man irgendetwas über sich preisgibt. Und hier möchte ich einmal ein ganz schönes Beispiel von mir selbst geben. Nachdem ich mein Video über Burnout veröffentlicht hatte, habe ich extrem viel Zuspruch von euch bekommen. Ihr seid einfach die beste Community. Liebe geht raus an der Stelle. Allerdings hat das Video auch dazu geführt, dass mir einige Coaches ihre Therapie anbieten wollten. Per E-Mail, per Nachricht, völlig egal. Dabei sind sie nicht zertifiziert und auch nicht wissenschaftlich belegt. Kostet mich dann meistens so ungefähr 1000 Euro. Und das ist nicht mal einmal passiert. Es waren 7 verschiedene, die mich angeschrieben haben. Das klingt dann immer wie der einfache Weg. Warum Therapie, wenn man es einfach in einem Wochenendkurs schaffen kann? Natürlich habe ich keinen Bock, meine Ängste aufzuarbeiten. Ich würde jederzeit 1000 Euro bezahlen, um das nicht machen zu müssen. Aber im Grunde war eben nur mein Geld interessant und der Ausgang solcher Coachings ist nicht wissenschaftlich belegt. Und es gab noch einen Banger, der ziemlich direkt nach dem Video über mein Burnout kam, aber über den darf ich noch nicht mal rechtlich sprechen. Der hat mich also auch die ganze Weihnachtszeit jetzt auf Trab gehalten und natürlich dazu geführt, dass ich kaum Zeit hatte, um runterzukommen. Menschen und Firmen nutzen vulnerable Personen besonders aus. Ein Glück für mich, dass ich schon deutlich stabiler bin, als ich es zu einem anderen Zeitpunkt war. Der Punkt ist, dass Information, allein das und weswegen ihr in Therapie seid, das macht euch zu einer wirklich attraktiven Zielgruppe. Einer angreifbaren Zielgruppe, die man leicht manipulieren kann im Zweifelsfall und denen man Dinge verkaufen kann, die andere wahrscheinlich einfach als Spam wegschmeißen würden. Angreifbar im Sinne von Hackern, die euch natürlich auch Phishing oder Scam schicken. Aber eben auch, um euch Dinge zu verkaufen. Und hier kommen wir zu BetterHelp.
Wie ihr euch denken könnt, geht es wie häufig darum, dass Anbieter wie vermeintlich auch BetterHelp sensible Daten verkaufen an Facebook, Google oder andere. Aber das wäre eigentlich nicht nötig. Die Daten sind nicht nötig, um ein Geschäft zu führen. Manche Anbieter hingegen machen es sich nur zum Geschäftsmodell, Daten zu sammeln und zu verkaufen. Das sind Datenhändler. Und auch wenn zwar in der Datenschutzrichtlinie immer drin steht, was gesammelt wird, wir haben jetzt nicht unbedingt die Wahl, Nein zu sagen in den meisten Fällen. Aber ihr habt rechtlich natürlich auch die Möglichkeit, Datenhändler dazu zu zwingen, eure Daten vollständig zu löschen. Das ist viel Arbeit, dauert und hat deutlich mehr Gewicht, wenn ein Anwalt das Schreiben verfasst. Und hier kommt Incogni ins Spiel, unser heutiger Sponsor. Incogni schreibt jedem bekannten Datenhändler einfach automatisch, dass sie eure Daten löschen sollten. Manchmal stellen die sich dann krumm, dann drohen sie mit einem Verfahren und schon seid ihr gelöscht. Ich schaue bei Incogni wirklich immer nur für die Videos rein, die wir zusammen machen. Wir haben jetzt schon länger eine Kollaboration. Aber ich kriege wirklich regelmäßig einfach eine Mail, dass mal wieder ein Anbieter meine Daten löschen musste. Allein dieses Jahr, es geht jetzt noch nicht so lange, waren es schon 6 Stück. Und ich muss dafür nichts tun, außer es einmal zu starten. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, euch den Deal zu schnappen. Wenn ihr über den Link in meiner Beschreibung bucht, gibt es tatsächlich volle 60% Rabatt auf den Jahrestarif. Was ich persönlich einen ziemlich guten Deal finde. Danke an Incogni für die Unterstützung des Videos und weiter geht's. Okay. Die Vorwürfe. Am 3. März letzten Jahres hat die FTC, also die Federal Trade Commission, in den USA Vorwürfe gegen BetterHelp geäußert. Ich fasse die Vorwürfe von der FTC mal hier zusammen. Registriert man sich bei BetterHelp, so wird man dazu gedrängt, einen Aufnahmefragebogen auszufüllen, mit dem man sensible Gesundheitsinformationen preisgibt. Zu diesen Informationen gehört auch, ob jemand an Depression oder Suizidgedanken leidet und ob Medikamente eingenommen werden. Laut FTC gab BetterHelp dann genau diese Informationen weiter an Facebook, Snapchat, Criteo und Pinterest, speziell für Werbezwecke. Ganz konkret nennt die FTC hier, dass 2017 fast 2 Millionen E-Mail-Adressen, alle aktuellen und ehemaligen Kunden, auf Facebook hochgeladen wurden, um sie mit Werbung anzusprechen. Dass Menschen die Website benutzt haben, wurde ebenfalls an Facebook übermittelt. Auch bei Snapchat sind 5,6 Millionen E-Mails und IP-Adressen gelandet, sagt die FTC. Und als bekannt wurde, dass BetterHelp sogar Gesundheitsdaten mit Dritten teilte, stritt das Unternehmen das zuerst ab, obwohl es laut FTC der Wahrheit entspricht. Am 14. Juli letzten Jahres hat die FTC daher eine endgültige Anordnung erlassen, die BetterHelp verpflichtet hat, 7,8 Millionen $ Strafe zu zahlen und das Teilen von Gesundheitsdaten der Verbraucher für Werbezwecke haben sie verboten. Damit lösen sich dann auch die Vorwürfe auf, schreibt die FTC, und das Geld wird für Rückzahlung, nicht Entschädigung, an die Verbraucher verwendet. BetterHelp reagiert relativ gelassen darauf. Sie schreiben, dass grundsätzlich nur mit der Einstimmung Informationen geteilt werden. Und liest man sich das Statement aufmerksam durch, sind sie sehr vorsichtig, was sie genau sagen. Sie sagen, sie haben niemals private Informationen wie Namen oder Daten aus der Sitzung geteilt und dafür auch nie eine Zahlung erhalten. Sie sagen aber nicht, dass sie keine Gesundheitsdaten geteilt haben oder E-Mail-Adressen, mit denen die Nutzer dann ja vielleicht auch bei Facebook registriert sind. Und ja, möchte man BetterHelp nutzen, dann muss man den Datenschutzrichtlinien zustimmen und damit auch der potenziellen Weitergabe an Dritte, auch eventuell für Werbezwecke damals. Das mag zwar alles korrekt sein, aber es zeigt uns, wie sensibel auch Metadaten und die Daten, von denen sie nicht sprechen, sein können. Ich möchte hier konkret Facebook als Beispiel nehmen. Die Vorwürfe sagen, dass BetterHelp angeblich jedes einzelne Mal kontaktiert wurde, wenn man BetterHelp, also die App, öffnete und eine Nachricht an seinen Therapeuten geschickt hat. Ja klar, der Inhalt der Nachrichten an den Therapeuten wird dadurch nicht übermittelt, aber wenn, wie in den Vorwürfen geschrieben, die IP-Adresse und E-Mail mitgesendet wird, dann kann Facebook damit einiges tun. Die IP gibt einen ungefähren aktuellen Standort an und eure E-Mail-Adresse, die auf Facebook verknüpft ist, weil ihr euch dort wahrscheinlich mit derselben registriert habt, erlaubt für Nutzer, die auf Facebook registriert sind, eine fast immer eindeutige Zuordnung. Und dadurch weiß Facebook dann auch, dass ihr regelmäßig eurem Therapeuten eine Nachricht schreibt. BetterHelp selbst soll diese Funktion angeblich genutzt haben, um euch Werbung für sich selbst zu schicken.
Dadurch konnten sie angeblich ihre Nutzerzahlen in solche Dimensionen wie die auf der Website genannten bringen. Und Facebook selbst könnte diese Information auch nutzen, um euch andere Angebote wie seltsame Coachings zu vermarkten. Ein Win-Win also für beide. Allerdings ein fetter Lose für Kunden. Denn die Zielgruppe, die mental vulnerabel ist, ist vielleicht auch nicht immer in der Lage, Scam-Werbung von echten Angeboten zu unterscheiden. Und genau durch solche Szenarien wird für mich eine Sache deutlich. Auch wenn die E-Mail-Adresse oder die IP-Adresse nur als personenbezogene Daten gelten, mit denen man erstmal alles machen darf, was in der Datenschutzrichtlinie steht, wenn man sich auf einer Plattform wie BetterHelp registriert, sind auch E-Mail-Adressen eigentlich plötzlich Gesundheitsdaten. Man kann nämlich damit jede einzelne Therapiestunde nachverfolgen, wann sie stattgefunden hat und wie häufig. Wie bereits gesagt, hat BetterHelp hier weder den Vorwürfen zugestimmt, noch sie verleugnet. Im Grunde sagen sie, dass ja alles soweit den Kunden klar war. Die FTC sah das ein bisschen anders. Aber BetterHelp ist nicht alleine. Sie sind nur die größten, denen so etwas vorgeworfen wurde. Laut TechCrunch und einem offiziellen Statement von Cerebral hat auch Cerebral private Gesundheitsdaten inklusive der Bewertung der psychischen Gesundheit von mehr als 3,1 Millionen Patienten mit Facebook, Google und TikTok geteilt. Und auch Youper, Wobot, Better Stop Suicide, Bray.com und Talkspace wurden von Mozilla für entweder ihre schlechten Datenschutzrichtlinien verurteilt oder dafür, dass sie sogar tatsächlich Daten mit Dritten geteilt haben und im Falle von Talkspace sogar den vollständigen Chatverlauf mit dem Therapeuten. Mozilla schreibt wörtlich, Apps für die psychische Gesundheit sind eine Goldgrube für das Sammeln von Daten. Die Security-Vorschriften sind bei einigen Apps wirklich so lachhaft gewesen, dass man ein einstelliges Passwort wählen konnte. Man muss aber dazu sagen, viele YouTuber haben seither aufgehört, für BetterHelp zu werben. Falls ihr dennoch jemanden findet, schickt ihm ganz gerne dieses Video. Ich werde wahrscheinlich auch dann Untertitel bereitstellen. Aber BetterHelp scheint sich angeblich auch nicht zu fein zu sein, bei der kleinsten falschen Aussage eine Abmahnung zu schicken. Weshalb ich bei meinen Äußerungen in diesem Video hier auch so unfassbar vorsichtig bin. Das beschreibt zumindest die Psychotherapeutin Mickey Atkins in ihrem Video über BetterHelp. This company hired, I'm assuming, very expensive lawyers. Da die Anschuldigungen aber außergerichtlich geklärt wurden, darf BetterHelp nicht als schuldig benannt werden. Ich bin ein großer Fan von Digitalisierung. Ich finde den Gedanken hinter BetterHelp, Patienten mit Therapeuten zu vermitteln oder sogar KI-basierte Chatbots, die zum Reflektieren anregen und begleitend zur Therapie eingesetzt werden, definitiv nicht falsch. In meinen Augen haben wir viel zu wenig davon. Online-Therapie kann beispielsweise auf dem Land eine riesige Versorgungslücke schließen. Aber was mich stört, ist die Kommerzialisierung von dem Ganzen. Und hier muss man unterscheiden zwischen der Lage in Deutschland und den USA. In den USA sind solche Apps der letzte Schrei. Sie sind günstiger als reguläre Therapie und einfacher zugänglich. Dafür verkaufen sie mutmaßlich deine Daten und machen dich dadurch angreifbar, wenn du am schwächsten bist. Das machen sie nur, weil sie möglichst viele Nutzer wollen und dadurch eben möglichst viele Einnahmen generieren wollen, die sie dann wieder in Werbung stecken können. In Deutschland sieht die Sache theoretisch anders aus. Apps, die bei uns als Gesundheits-Apps angeboten werden, müssen sehr strenge Richtlinien erfüllen und Sicherheitsstandards einhalten. Therapeuten werden zudem von Krankenkassen bezahlt. Aber leider gibt es durch die strengen Auflagen bei der Sicherheit kaum Anbieter. Denn es ist sehr schwer, die zu erfüllen und auch sehr teuer, sie zu erfüllen. Und es werden immer Daten gesammelt und übertragen. Und dazu kommt die schwierige Situation beim Finden von Therapeuten, gerade in Deutschland. Es gibt nicht zu wenig Therapeuten, die Krankenkassen bieten einfach zu wenig Kassensitze an. Sprich, zu wenig Therapeuten, die gesetzliche Krankenkassen auch wirklich bezahlen. Alle anderen muss man bei uns auch selbst zahlen. Und dann passiert genau das hier. Ein Referral-Link zu BetterHelp speziell für deutsche Kunden. Sofern man Englisch kann, ist das Ganze überhaupt kein Problem, sich dort anzumelden. Denn dann ist plötzlich das Angebot auch bei uns verfügbar. Und so wird Therapie plötzlich auch bei uns ein lukrativer Markt. Auch wenn eigentlich bei uns die Vorgaben sehr viel strenger sind als in anderen Ländern. Was besser wäre, fragt ihr, Daten vielleicht überhaupt nicht zu speichern. Es gibt gar keinen Grund, warum die Plattform diese Daten braucht.
Ein Therapeut braucht die Daten, ja natürlich, aber das kann verschlüsselt passieren, ohne dass irgendjemand anders darauf Zugriff hat. Aber dann lohnt es sich finanziell nicht mehr, die Therapie zu so einem Preis anzubieten. Manche Sachen sollten einfach nicht dem freien Markt unterliegen und Therapie ist meiner Meinung nach eine davon.